Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Fahrrad zu fahren. Das hat John F. Kennedy gesagt. Aber für Millionen und Abermillionen von Menschen ist selbst das nur ein Traum. Dieses Fahrrad hier aber möchte das ändern. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist das Buffalo Bike. Und in diesem Video möchte ich euch das komplette Bike einmal im Detail zeigen. Ich möchte euch sagen, was dieses Fahrrad bewirkt und ich möchte euch auch sagen, warum es unbedingt 2 Ketten braucht. Wir haben das Buffalo Bike von World Bicycle Relief ausgeliehen bekommen und wir spenden unsere Arbeitszeit und unsere Reichweite für diesen Zweck. Und wenn ihr die Arbeit von World Bicycle Relief auch unterstützen wollt, dann geht das über den Link unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Aber was macht World Bicycle Relief eigentlich? WBR ist kein amerikanischer Fernsehsender, sondern eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben von Menschen durch Fahrräder zu verbessern. Vor 20 Jahren haben sie angefangen, Fahrräder an Menschen zu verteilen, die es am dringendsten brauchen. Und mittlerweile, 2025, sind es über 800.000 Räder, die so zu Menschen gelangt sind. Und es soll 2025 auch das 1 Millionste Fahrrad an hilfsbedürftige Menschen verteilt werden. Menschen, die den größten Nutzen von so einem Fahrrad haben und wo ein Fahrrad wirklich das komplette Leben verändern kann. Anfangs haben sie lokal Räder irgendwie versucht zu organisieren und dann an die Menschen verteilt, aber die wurden dem Zweck einfach nicht gerecht. Und deswegen haben sie ihr eigenes Fahrrad entwickelt. Das Buffalo Bike. Und der Name ist hier Programm, denn Büffel sind einfach perfekt an ihre Umgebung angepasst und ultra widerstandsfähig und haben so gut wie keine natürlichen Feinde. Das hier ist tatsächlich die 2. Generation des Buffalo Bike, erkennbar hier an den 2 Ketten. Die 3. Generation wird dann wahrscheinlich 3 Ketten haben. Allerdings gibt es auch noch die 1. Generation. Wofür es unbedingt 2 Ketten braucht, darüber sprechen wir gleich. Gucken wir uns aber erstmal den Aufbau an. Es ist ein klassisches Fahrrad, so wie hierzulande Fahrräder aussahen, die in unserer Jugend so herumgefahren sind. Also zumindest, wenn ihr vor 1990 oder so geboren seid. Gleichzeitig wirkt es aber irgendwie anders, irgendwie stabiler. Der Rahmen ist aus klassischem Stahlgeröhr, nicht konifiziert, nicht auf Leichtbau getrimmt, sondern so gebaut, dass er einfach sehr viel aushält und sich im Zweifel auch sehr leicht reparieren lässt. Und dann auch diese Anbauteile sind super interessant, denn das Innenlager hier unten, hier oben das Steuerlager und auch die Narben, das ist alles alter Standard. Vierkant, Konus, Vollachse. Und was auch auffällt, im gesamten Fahrrad findet man keinen einzigen Imbus oder Torx. Denn zumindest 90% des Bikes lassen sich mit diesem Tool hier auseinander und wieder zusammenbauen. Und wenn doch mal was kaputt gehen sollte, dann hat dieses Bike einen eingebauten Reparaturständer. Und zwar so, wie man es früher gemacht hat. Denn, ja, muss man natürlich auch genau zielen. Aber Griffe und Sattel sind extra dafür ausgelegt, besonders abriebfest, damit man das Bike in jeder Situation einfach auf den Kopf drehen kann und daran rumschrauben kann. Also super geniales Konzept und wahrscheinlich das perfekte Fahrrad für alle Lebenslagen. Allerdings nicht für dich. Du kannst es tatsächlich auch gar nicht kaufen. Dieses Fahrrad ist für Menschen gedacht, die ihre Strecken ansonsten zu Fuß zurücklegen würden. In vielen Ländern in Südostasien oder auf dem afrikanischen Kontinent sind die Menschen gerade in den ländlichen Räumen auf ihre Füße angewiesen. Und das ist natürlich langsam, das ist anstrengend und da kann so ein Fahrrad einen echten Unterschied machen. Da ist zum Beispiel Esther aus Malawi, die sich um die Gesundheit von 108 Menschen in ihrer Gemeinde kümmert und dazu täglich bis zu 20 Kilometer zurücklegen muss. Stellt euch mal vor, ihr müsstet jeden Tag mit Sack und Pack 20 Kilometer laufen, egal ob sengende Hitze oder tropischer Regensturm. Und seit sie ein Buffalo Bike hat, hat sie mehr Zeit, um sich um ihre Patienten zu kümmern, kann zu mehr Patienten kommen und hat auch mehr Zeit für ihre eigene Tochter und für ihre Familie. Studien haben ergeben, dass Gesundheitspersonal, das mit
Fahrrädern unterwegs ist, und zwar nicht nur unbedingt mit Buffalo Bikes, aber mit Fahrrädern allgemein, bis zu 45% mehr Patienten versorgen kann. Ein weiterer Punkt ist Bildung, denn in vielen Teilen der Erde sind Schulen einfach sehr weit weg von zu Hause, teilweise mehrere Stunden Fußmarsch pro Strecke. Schülerinnen mit einem Fahrrad brechen um 19% seltener die Schule ab, sind 66% pünktlicher und haben eine um 33% reduzierte Schulwegzeit. Und davon profitieren besonders Mädchen wie Aleni. In vielen afrikanischen Ländern und auch in Südostasien werden Mädchen früher in die Hausarbeit eingebunden und haben so weniger Zeit für die Schule, weniger Kraft für die Schule und brechen häufiger als Jungs die Schule ab. Und Aleni kann mit ihrem Buffalo Bike jetzt schneller in die Schule kommen, hat mehr Kraft für die Hausarbeiten und für die Hausaufgaben, wird auf dem Schulweg seltener belästigt und konnte dann auch ihre Freundin wieder motivieren, selber wieder in die Schule zu gehen. Und damit möglichst viele Personen damit fahren können, hat das Buffalo Bike eine sehr interessante Geometrie. Der Reach zum Beispiel, also der Abstand zwischen Lenker und Sattel, ist sehr kurz und der Sattel hat einen ziemlich großen Verstellbereich. Nicht ganz passend für mich mit 1,96, aber besonders gut ist das dann für kleinere Personen wie Schülerinnen einfach. Und nicht nur das, denn auf dem Buffalo Bike sitzt oft nicht nur eine Person. Das wird möglich durch diesen richtig fetten Gepäckträger hier. Der ist sehr breit, der ist sehr lang, hat diese dicken Streben in der Mitte, um Dinge abzustellen und kann bis zu 100 Kilogramm regelmäßig tragen. Diese Streben sind dann auch so gestaltet, dass man dann einfach alles Mögliche oben abstellen kann, wie Kisten, wie Milchkannen, wie auch ein einfaches Kissen, um eine weitere Person mitzunehmen. Und somit kommt nicht nur ein Kind schneller in die Schule, sondern eventuell auch zwei oder eine ganze Familie schneller zum Markt. Und wenn die Kinder aus der Schule zurück sind, dann steht das Rad tendenziell auch nicht an irgendeinem Fahrradständer herum, sondern wird weiter genutzt von anderen Leuten in der Community. Denn wenige Buffalo Bikes können vielen Menschen helfen. Nicht nur indem sie in der Gemeinschaft, in der Familie geteilt werden für verschiedene Aufgaben, sondern auch in einem größeren Ausmaß. Charity Mzendo zum Beispiel hat 6 Monate gespart, um sich und ihrer Familie ein Buffalo Bike zu kaufen. Und mit diesem Buffalo Bike kann sie jetzt die Früchte, die sie in ihrem Garten erntet, schneller, besser und kostengünstiger zum Markt bringen, um somit einen höheren Gewinn zu haben. Und außerdem fährt sie noch regelmäßig die 80 Kilometer bis nach Harare, wo ein Buffalo Bike Shop ist, kauft dort Teile ein und verkauft sie in ihrem Ort weiter, um dann noch zusätzlich ein Einkommen zu haben. Also die Buffalo Bikes, die stärken dann auch noch solche Sachen wie Entrepreneurship. Und das ist der nächste Effekt von World Bicycle Relief. Denn Mobilität ermöglicht Bildung, Mobilität stärkt die Wirtschaftsleistung und Mobilität bekämpft dadurch Armut. Natürlich kann man irgendwelche Räder durch die Gegend schicken, hinstellen und sagen, mach mal, aber damit ist es ja nicht getan. Die Spendengelder werden hauptsächlich dafür verwendet, um vor allem Schulkinder und freiwilliges Gesundheitspersonal mit Fahrrädern mobil zu machen. Damit die Räder lange halten und möglichst nachhaltig Wirkung zeigen, wird zusätzlich vor Ort eine Infrastruktur aufgebaut. Es werden Shops eröffnet, in denen dann Privatpersonen, Hilfsorganisationen oder Unternehmen die Buffalo Bikes kaufen können. Und es werden in den Regionen, in denen die Räder zum Einsatz kommen, dann Mechanikerinnen und Mechaniker ausgebildet, um die Räder aufbauen zu können, Zugang zu Ersatzteilen zu haben und vielleicht auch das ein oder andere Rad zu reparieren. Wobei gerade Letzteres natürlich möglichst verhindert werden soll. Und deswegen sind Buffalo Bikes so aufgebaut, dass sie möglichst wenig Verschleißteile haben. Aber wie gesagt, das hier ist die zweite Generation des Buffalo Bikes und hier mussten ein paar Kompromisse gemacht werden, die allerdings auch komplett Sinn ergeben. Die erste Generation des Buffalo Bike verfügt über einen Single-Speed-Antrieb mit einer Rücktrittbremse. Also kaum Verschleißteile, absolut sicheres System, absolut langhaltbares System. Allerdings können Anstiege auch zu einer echten Qual werden. Und da kommen wir mal auf das Prinzip der 2 Ketten zu sprechen. Denn wir haben hier vorne auch 2 Kettenblätter und hier hinten 2 Ritzel. Und damit ist das hier ein Zweigangsantrieb. Ein Gang fürs Anfahren und für Bergfahrten und ein Gang fürs Flache und für Abfahrten. Und das Besondere ist, dass beide Ketten immer mitlaufen. Warum? Hier hinten befindet sich dann an der Narbe so eine Art Wechsler, mit dem dann zwischen dem einen Antrieb und dem anderen Antrieb gewechselt werden kann. Und das Ganze macht man
indem man einmal nach hinten tritt. Jetzt bin ich in dem Berggang und jetzt wieder in dem flachen Gang. Das Tolle ist, dass das ganze System ohne einen Schaltzug auskommt, ohne einen Hebel oben am Lenker, der nochmal zusätzliche Kosten verursachen würde. Das ist ein total faszinierendes System. Kennt man vielleicht von der Duomatic von vor 40 Jahren oder so. Aber so eine Duomatic hat natürlich viele Kleinteile in dieser Narbe und wenn die mal kaputt gehen, dann ist es ultra schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Und dieses System hier mit den beiden Ketten ist viel, viel einfacher. Und was euch vielleicht auch aufgefallen ist, das sind mal richtige Ketten. Da wäre jeder Rapper aus den 90er Jahren neidisch. Aber natürlich ist jetzt die geniale und verschleißarme Rücktrittbremse weggefallen. Und diese Aufgabe wird jetzt von 2 Felgenbremsen übernommen, vorne und hinten. Ja, dadurch gibt es mehr Verschleißteile. Allerdings profitieren jetzt auch noch mehr Menschen vom Buffalo Bike. Diejenigen, die in bergigeren Gegenden wohnen, die profitieren von diesem etwas leichteren Bike, das auch einen Berggang bietet, und die in flacheren Gegenden wohnen, die profitieren einfach von diesem sehr geringen Verschleiß. Und das Besondere ist, beide Räder kosten genau gleich viel. Aber wie fährt sich das Buffalo Bike im flachen Norddeutschland? Wir haben jetzt hier hinten drauf meine Mitarbeiter geladen, die beiden Säcke, mit gut 34, 35 Kilogramm. Gerade mal ein Drittel dessen, was dieser Gepäckträger aushält. Aber für mich, schwächlichen Norddeutschen, dürfte das schon trotzdem ziemlich anstrengend sein. Siehst du, guck mal, hier schon der erste Punkt, in den kleinen Gang zu schalten. Und hier haben wir schon mal die erste Herausforderung, nämlich rumpelige Strecke, Kopfsteinpflaster. Und da habt ihr euch vielleicht schon gefragt, warum werden hier einfache Luftreifen verwendet? Warum keine Vollgummireifen? Und der Grund dafür ist, dass Vollgummireifen niemals so weich sind und so weich auch eingestellt werden können wie Luftreifen. Und wenn es harte Vollgummireifen wären, dann wäre das hier rüber völlig unkomfortabel, würde nur rumpeln, die Last hinten würde abfliegen und auch die Schraubverbindungen würden sich alle lösen. Und deswegen Luftreifen. Und ihr merkt es vielleicht schon, also ich merke es auf jeden Fall, das ist hier sehr angenehm. Jetzt wird es noch mal ein bisschen raffer, ein bisschen rauer. Und auch hier, also kein Geklapper vom Schutzblech oder so. Kein Geklapper hinten aus der Kiste. Und hier am Sattel und auf dem Lenker kommt nicht viel an. Jetzt war so ein leichter Anstieg. Ich bin noch ein bisschen fertig, weil sitze ich natürlich viel zu niedrig auf diesem Bike. Also für große Leute muss man eine andere Sattelstütze montieren. Aber was jetzt auch auffällt, das Ding ist super entspannt abgestimmt. Also die Lenkung ist langsam. Auch wenn man irgendwo rüberfährt, dann wird einem nicht der Lenker aus der Hand gerissen, sondern das Rad rollt stoisch darüber. Und das ist genau das, was man ja möchte bei so einem Fahrrad. Schalten wir mal einen zweiten Gang. Und jetzt kann ich hier ganz entspannt im Flachen fahren. Und natürlich ist das schwer hinten drauf, gar keine Frage. Aber jetzt so von der Rahmensteifigkeit her merke ich die Last gar nicht. Bumm. Aber das Rad hängt auch gut in der Kurve. Also, achso, jetzt war ich schon im größeren Gang. Nee, war ich nicht. Die Gangwechsel sind ziemlich einfach und geräuschlos. Und dann stellt sich sehr schnell ein ziemlich intuitives Fahrgefühl ein. Und jetzt hier am Berg anfahren, das ist nicht ganz leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss ja immer im Kopf behalten, wie wäre es jetzt, wenn ich die Last hier hochtragen müsste? Oder mit dem Karren hochschieben oder so. Wow. Also ich bin es tatsächlich noch nicht mit dieser Last gefahren. Aber das Fahrrad, man merkt gar nicht, dass da hinten irgendwas drauf ist. Dieser Gepäckträger ist so stabil. Selbst wenn man das Fahrrad hin und her schmeißt. Wow, die Stabilität dieses Rahmens ist echt heftig. Über die Kante, kein Problem. Und jetzt machen wir so einen kleinen Bremstest hier. Ja, natürlich kann man damit keine Skids auf dem Boden machen. Aber auch hier wiederum komplett geeignet für den Job. Downhills würde ich damit trotzdem nicht machen. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einer modernen Scheibenbremse, aber die Bremsleistung ist völlig okay. Ja, und dann fährt man halt hier so über Schotterwege,
und freut sich seines Lebens. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie bergtauglich dieses Bike wirklich ist. Und mal hier diese Steigung hochfahren, die ist ziemlich fies. Und natürlich geht das richtig schön in die Beine und in die Arme. Aber einmal ein bisschen am Lenker ziehen und das ist auch echt stabil alles. Da verzieht sich nichts beim kräftigen Antreten, sondern das bleibt komplett stabil. Richtig gut. Ein absolut beeindruckendes Fahrrad. Da, wo andere normale, ältere Stahlrahmen teilweise wie eine zu weich gekochte Nudel hin und her wabern, wenn hier 35 Kilo auf dem Gepäckträger sind, bleibt das hier komplett stabil. Da wackelt gar nichts. Und ich bin ja auch nicht die leichteste Person. Also das war echt beeindruckend. Natürlich ist man, wenn man so ein Lasten-E-Bike gewöhnt ist, nicht schnell unterwegs. Und das ist auch ziemlich anstrengend. Und die beiden Gänge, die sind halt für mich jetzt hier auch nicht optimal. Aber wenn man überlegt, für wen dieses Bike gemacht ist, wenn ich diese Strecke zu Fuß gelaufen wäre, mit 35 Kilogramm irgendwie auf dem Arm, dann hätte ich locker die 4-fache Zeit gebraucht. Dieses Video ist kein Kaufberatungsvideo. Tatsächlich geht es gar nicht so richtig um das Fahrrad hier, sondern es geht vielmehr darum, was dieses Fahrrad bewirken kann. Stellt euch mal vor, ihr könnt eure Strecken, die ihr jeden Tag zurücklegt, plötzlich um das 2- bis 3-fache beschleunigen. Ihr könnt es 2- bis 3-mal schneller erledigen. Aber trotzdem ist natürlich dieses Fahrrad faszinierend. Es ist so aufgebaut, dass es möglichst stabil ist, dass es möglichst wartungsarm ist, dass es einfach wahnsinnig viel aushält, auch hier hinten drauf. Und dass es gleichzeitig auch noch ultra günstig ist. Für mich stellt dieses Fahrrad aber auch irgendwie noch eine andere Frage. Es stellt die Frage, ob so wie wir leben, ob das Gelbe vom Ei ist. Ich meine, hier in Deutschland beschweren sich die Leute und machen sich lustig über Lastenräder. Und E-Autos werden verteufelt, weil sie nicht von Hamburg nach München in einem Rutsch fahren können. Ich meine, worüber reden wir hier eigentlich? Und in anderen Teilen der Welt kann ein Fahrrad, ein unmotorisiertes noch dazu, ein Leben komplett verändern. Und das finde ich so faszinierend an der Arbeit von World Bicycle Relief und das finde ich so faszinierend auch hier an diesem Buffalo Bike. Und ich finde auch, dass wir den Wohlstand, den wir haben, dass wir den noch viel besser nutzen sollten, um gerade den Menschen, die es so viel dringender nötig haben als wir, Unterstützung zukommen zu lassen und zu helfen. Und zwar nicht nur sie zu versorgen mit Dingen, sondern zu helfen, ihr eigenes Leben zu verbessern. 147 € finanzieren ein neues Buffalo Bike. Zum Beispiel für eine Schülerin, um damit schneller und entspannter zur Schule zu kommen und hinterher trotzdem noch im Haus mithelfen zu können oder bei der Ernte mithelfen zu können. Und vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam hin, 100 neue Buffalo Bikes zu finanzieren. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Nutzt dafür gerne den Link unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar.